Es war absolut beeindruckend, was uns Developer Slavic Magic mit seiner Demo zu Manor Lords vor die Nase setzte. Das hier gezeigte überzeugte nicht nur grafisch, sondern vor allem auch in Sachen Gameplay und historischer Genauigkeit. Allerdings war das 2022 und ist nun bereits genau ein Jahr her. Ein Jahr, in dem um den Hoffnungsträger PR-technisch praktisch nichts mehr passiert ist. Handfeste neue Infos zum Titel sind an einer Hand abzählbar und so langsam dürfte auch der für dieses Jahr geplante Early Access Start gewaltig wackeln. Ehrlich gesagt, könnte dieses Video binnen eines Tages nicht mehr up-to-date sein, wenn Manor Lords einfach Stealth erscheint oder irgendwo endlich ein Release-Termin für den Early Access Start gedroppt wird. Aber bleiben wir ehrlich, danach sieht es absolut gar nicht aus. Es ist ungewöhnlich für ein Videospiel, hinter dem mit Hooded Horse mittlerweile auch ein durchaus erfahrener Publisher steht und welches auf Steam nach wie vor unter den Top 3 der meistgewünschten Spiele genreübergreifend festsitzt, vorab keinen Release-Termin zu kommunizieren. Schlimmer noch, wurde 2023 eigentlich ehrlich gesagt gar nichts mehr kommuniziert. Weder war Manor Lords auf irgendeiner Messe zu sehen, noch durfte irgendein Creator oder Spielemagazin einen größeren Bericht dazu veröffentlichen. Vielleicht macht es Sinn, die Situation mit dem Konkurrenten aus Deutschland zu vergleichen. Pioneers of Pagonia bekam seinen großen Reveal-Trailer Ende Juni 2023. Zur Gamescom dieses Jahr folgte dann die Ankündigung für einen Playtest, eine Demo und den Release-Termin am 13.12.2023. Also irgendwas ist komisch, zumal es im Normalfall auch Sinn macht, einen Delay zu kommunizieren. Hooded Horse dürfte verstanden haben, welche Goldgrube sie da übernommen haben und somit Slavic Magic mit sehr viel Geld und offensichtlich auch allen Freiheiten ohne Termindruck ausgestattet haben. Hemmt dieses beruhigende Polster jetzt vielleicht ein bisschen? Zu den Fakten. Praktisch schon das ganze Jahr haben grob 130 Tester Zugriff auf die Alpha-Version von Manor Lords, aus welcher vom Entwickler selbst ab und an neue Screenshots auf X landen. Wohlgemerkt Alpha-Version und nicht Beta-Version, die dann in einen möglichen Early Access überleiten könnte. Außerdem finden sich auf diesen Screenshots keine neuen Elemente, die wir nicht schon aus der ein Jahr alten Demo kennen. Und was hier genau getestet wird, wird ebenfalls nicht kommuniziert. Wenn man aber mal in der Steam-Datenbank wühlt, sieht man, dass die damalige Demo noch mindestens für ein ausgewähltes Publikum bis Mai 2023 verfügbar war oder ist und auch hier fortlaufend Updates erhalten hat. Gut möglich also, dass der Alpha-Test auf Grundlage der Demo vonstatten ging. Gut möglich aber auch, dass wir zum Jahresende immerhin noch eine Demo als Entschädigung erhalten könnten, um wenigstens weiterhin im Gespräch zu bleiben. Das letzte offizielle Lebenszeichen stammt vom 18. September. Hier wurde das weibliche Modell eures Charakters vorgestellt, mit dem ihr dann später auf Wunsch aus der Third-Person-Perspektive durch eure Siedlung laufen könnt. Insgesamt ist das aber alles überraschend dünn, weswegen man sich wohl langsam mit 2024 abfinden sollte und Slavic Magic vielleicht auch Pioneers of Pagonia bewusst aus dem Weg gehen will.